Junge, was für Sony-Monitore. Sind das die Dinger, die im Ladengeschäft waren? Also, kennt man noch von früher, ne? Also, ich kenne das von früher. Du bist irgendwie einkaufen gefahren und der erste Weg war, also, ihr habt euch getrennt, Eltern und Kinder haben sich getrennt so. Die Eltern sind einkaufen gegangen und du bist Vollgas in die Spieleabteilung gerannt, zu den Nintendo, Sega, Playstation-Kram oder auch zu Lego ab und zu. Und dann hast du da gestanden und hast gezockt. Und in diesen Ständen von diesem Playstation-Kram, da waren die Fernseher mal drin. Und das könnten natürlich die Fernseher dazu sein. So, Freunde, wir schauen World's Greatest Game Room. Das Video ist jetzt schon 6 Jahre alt. Es ist von Last Gamer, heißt der. Lass mal ein Abo da. Und ich wollte mir das einfach mal angucken. Das wurde mir bei YouTube vorgeschlagen. Ich habe ja selber eine tolle Game Collection. Leider wahrscheinlich nicht so eine große wie der Kollege hier. Aber ich wollte einfach mal reingucken und mal staunen, was der so hat. Und ja, es ist auf Englisch, Freunde, das muss ich dazu sagen. Ich kann gerne Untertitel anmachen. Wird wahrscheinlich nichts bringen, aber wenn ich jetzt sage hier erzeugen Englisch zu Deutsch, dann müsste das ja eigentlich funktionieren, oder? Sollen wir es mal ausprobieren? Wir gucken mal. Let's go. Once upon a time, there was an 8-year-old boy who loved video games so much he wanted to play them all. Alter, was? Oh. Then, at the age of 12, bisschen groß, ne? he told his mother he wanted to collect them all. That was 32 years ago. Hi, my name is Joel, and welcome to my games room. LOL? LOL? Alter Schwede. Oh mein Gott, Alter, wo hat der denn? Wo wohnt der denn, Alter? Den Platz brauchst du doch erstmal dafür, oder? 5 Zimmer. In diesem Haus. Predominantly, this is an Xbox One collectible cabinet. It still needs a lot of tweaking, and yet sieht ein bisschen leer aus, I ne? need to fill it up. Over here we have the PlayStation 4 collectible cabinet. My favorites here would be the Resident Evil house and Drake from Uncharted 4. And yes, I love Knack. That Knack Coaster 2 was given to me by Sony Japan. I also have priceless collectibles. Da muss ich auch noch Teil 2 spielen, Alter, habe ich auch noch nicht geschafft. Fans send in, like this skateboard from Robert. This is where I keep all my joypads for the modern consoles. And I also keep my handhelds here. This used to be our lounge room, and now it's become a shrine for Halo and Gears of War. Ich frage mich immer, was solche Leute machen, Alter. Der muss ja im Lotto gewonnen haben. Das ist so anders ist das doch alles nicht möglich. Er hat ein extra Haus dafür. Du kannst mir doch nicht erzählen, dass das mit normaler Arbeit möglich ist. Das ist nicht möglich. Das geht nicht. We're in a modern room. Let's check out modern hardware. 3 flat-screen TVs, 2 LCDs, and a 65-inch OLED. Absolutely love this TV. This is where I spend my Friday nights with my family. My wife. Hier verbringe ich mit meine Freitagabend mit meiner Familie, meiner Frau. My son Luke, we have an absolute ball. Alles klar. This area houses everything from Xbox 360 right up to PS4 Pro. Also nur zur Info, ne? Damals gab es noch keine PS5. Oh, das ist die 500 Millionen Edition, Alter. Die PS4 Pro. Well, in this corner I have my vinyl soundtracks and some laser discs to go with that. I'm a massive Gradius fan, and who doesn't love Street Fighter? I love collecting video game soundtracks. I've got hundreds on CD, and now my obsession has become vinyl. The other thing I have an obsession with is game guides. Game Guides sind geil, ja. Schau ich mir auch gerne an. While we're speaking of books, my magazine collection. I have been collecting magazines for over 30 years. Also ich habe früher in den 90ern hatte ich auch welche gehabt, ne? Und ich glaube Anfang der 2000 hatte ich noch welche, also PlayStation auf jeden Fall, dann die Endzone hatte ich noch. In den 90ern, ich glaube, es gab auch Club Nintendo Hefte. Beginning with C+VG. These days I collect a new magazine, Retro Gamer, a modern magazine about retro games. Oh, der Sound ist auch ganz böse abgemischt, Alter.
However, what I'm most proud of is my Zap 64 collection. Every one of these Zap. magazines I bought when I was a boy. That concludes this room and brings us on to the next room, the computer room. Der Computerraum. Okay. Okay, so now we're over at the Japanese computers. These are so close to my heart because I grew up with these things and no one else had them. X68000, a monster of a computer. Did you know they used this computer to program Capcom games back in the early 90s? This is one of the most popular Japanese computers of all time, the MSX. This one's a Sony Sagt mir alles nichts. Also PC bin ich komplett raus, ne? And one of the kings of the Japanese computers, the FM Towns, made by Fujitsu. Oder Amiga oder sowas. CD-ROM computers ever. Now, like all good computer rooms, you need a plan. This is Chuck for all you LucasArts fans out there. Now we'll move on to the Plan brauchst du. Und da stand Plan. Amstrad CPC 464. This is the actual one from my younger years. Then we move over to the ZX Spectrum. I actually never had one of these computers growing up, and boy, do I love it. Now we move over to my first love, the Commodore 64. I fell in love with this computer the moment I saw it. I have every single version of the Commodore 64 for my second love, the Commodore Amiga 500. Now, back in the day, I was a huge cracker and hacker on the Amiga 500. Krass. Let's move on to the library itself. Up here, we're going to start with my Spectrum games. My favorite game on Spectrum would have to be Jetpack. This is my Commodore 64 library. There's thousands of them. Not only is this library functional, but it's actually a replica of a computer shop where I once worked. At the back, there are more Spectrum games, and behind me, PC games. Boy, have I learned to appreciate PC games over the last 5 years. What was I missing? Meint ihr, das hat er noch? Yep, that's right. Corona-Pandemie und so weiter? With PC games. Schwierig, ne? When I was growing up, I actually never owned an original Amiga game, but I'm making up for it now. I've currently got 600. 1, 2, 3, 4. Alright, enough of this room. Let's head to the big library. Ich glaube, bei dem Regal hätte ich noch Plexiglasscheiben davor gemacht. Entweder zum Aufklappen oder so, oder zum Schieben oder sowas. Wo gehen wir jetzt hin? Before we head into the library, I want to show you the hallway. We've got the arcade room, the retro room, and the library. So this is a connecting hub, and I have my retro collectibles here. Aber ich glaube, das hat ja alles einfach gekauft. Du kannst das nicht einfach sammeln. Das geht nicht. Also es ist nicht so, dass du es kaufst und damit spielst und so weiter, weil du hast ja, der hat ja da keine Ahnung, wie viele verschiedene Konsolen gehabt. Also von einer Serie, ne? PlayStation zum Beispiel, eine PS4 irgendwie verschiedene. I have so many treasured memories and priceless collectibles. One of my most treasured collectibles is this Yamaha DX7 keyboard. That was actually given to me by Sega. Aha. Nice. Ein Keyboard von Sega. Hallo. Hier steht Yamaha drauf. Down this end of the corridor, we've got some PlayStation collectibles, including the 500 millionth limited edition. Wow. One of my absolute favorites would be the Metal Gear Solid 5 console. For more information on collectibles and anything retro, you have to check out Ion Retro. I would be here for weeks if I had to talk about everything in this library. So we'll just do major sections. This is a Sega section, and yes, I do say Sega like that. That's just how Australians say Sega. So we're going to start off with my prize collection, the full library of Japanese Mega Drive games. And yes, Er sagt Mega Drive, ne? Sagen die, achso, er kommt aus UK. Deswegen sagt er Mega Drive, weil in der USA heißt das Ding anders. Genesis heißt das da, glaube ich. Was macht er wieder? Er guckt aufs Regal. the incredibly rare Tetris. There is heaps to talk about in this section. And being one of my favourite companies, there's a lot of stuff here. Master System, Mark III, SG-1000, Game Gear, Dreamcast, and my full set of Saturn games.
Full Set of was? Habe ich nicht verstanden. And I've made the room future-proof so I don't run out of space. That's happened a lot. This room's actually changed 7 or 8 times. We have 2 juggernauts here, the X68000 and the Neo Geo. The X68000 should be in the computer room, but I had to have them next to each other because they're so similar. Full Set of Sega Games. Boah, krass. Das ist irre. Ich habe nicht mal irgendein Full Set, aber ich habe auch gar keinen Platz dafür, Alter. Und ich glaube, es ist leichter, ein Full Set von einem früheren System zu bekommen, als von einem System, was jetzt erschienen ist. PS4 zum Beispiel oder PS3. Weil da kommen ja so viele Spiele raus, täglich. Ja, und wenn du dann halt diese extra Videospiele hast, die nur digital gekommen sind und später bei Limited Run Games, dann, ne? Hättest du schon, aber dann musst du im Keller schlafen. Ja. Der ist aber auch schon voll. I've only just begun collecting for those guys. And the Atari 2600. Most of those games are from the late 70s, early 80s. Oh, guck mal, die sind noch sealed hier. Hier noch ein paar Sealed-Spiele. This is my Amiibo collection and this stuff gets so addictive. This all has. Habt ihr Amiibo, Freunde? Habt ihr ein paar Amiibos bei euch im Regal stehen? Ich habe ein paar. Ich habe mir mal ein paar geholt. Die sind irgendwo da in meiner Nintendo-Ecke. Ich habe so ganz kleine, 2 Nintendo-Ecken habe ich. Damit ich weiß, wo ich herkomme. Ne? As the GameCube, Wii and Wii U. We're now moving to the back of the room and the whole back of this room is Nintendo. Alter, was waren das für Gameboys, ey? And the whole back of this. Oh, hier. Alter, wie viele Gameboys hat er denn? Ja, leck mich doch. Nintendo, Super Nintendo, Super Famicom, Game Boy, Game Boy Advance, and my beloved NES Full Set. My Famicom collection needs a lot. NES Full Set, Alter. Aber natürlich nicht zu vergessen, das ist alles, die sind alle offen. Also die meisten, denke ich mal, sind offen. Vielleicht hat auch ein paar sealed, aber sieht so aus, als wenn die alle. And it's probably my most played Nintendo console. Ending with Nintendo, we have the incredible Nintendo 64. An amazing console that comes in so many colors. And yes, I own an Ultra 64. Oha. Ich hatte auch einen N64 und ich bereue das auch so, dass ich den dann irgendwann verkauft habe. Und die Spiele dazu auch verkauft habe. Now with all these games, it's fairly obvious we're going to do game reviews. And one on the agenda, James Bond. I've actually got a prototype. Ich bereue es auch so, dass ich meinen Sega Mega Drive damals verkauft habe und die Geschichte war so. Ich hatte damals einen Kumpel gehabt, der hat gesagt, es gibt da in diesem Nachbarort, Nachbarort, gibt es einen An- und Verkauf. Und der zahlt so viel Geld dafür. Der hat ihm so viel Geld dafür gegeben für sein Zeug. Für ein Spiel 100 Mark oder so. Und da dachte ich mir, oh krass. Ne? Damals war ich noch doof. Und dann bin ich da hingefahren und dann hatte ich diesen Sega Mega Drive dabei. Ich weiß gar nicht, ob ich das Sega Mega CD damals auch mitverkauft habe. Ich hatte auch dieses Sega Mega CD. Ne? Und ganz viele Spiele. Ich glaube, bestimmt 12 oder so. Ich weiß nicht mehr, original verpackt oder nicht, weiß ich nicht mehr. Also mit Originalverpackung. Auf jeden Fall 2 Controller und so. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich die Originalverpackung damals noch hatte. Dann bin ich da hingefahren und dann hat er zu mir gesagt, ja, ich gebe dir für 120 Mark oder so. Das sind 60 Euro heute. Pff, ja, ich habe das gemacht. Ich habe mich irgendwie unter Druck gesetzt gefühlt. Das war ganz komisch irgendwie. Naja, und dann hatte ich diese 120 Mark und dann habe ich mir dafür, glaube ich, ein neues Spiel geholt für ein Super Nintendo oder für ein N64. Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, für ein Super Nintendo war das. Weil ich hatte diese 2. Ärgere dich nicht, mach einen Haken dran, du kannst nichts dran. Stimmt. Wer weiß, wer jetzt meine Konsole hat, ne? Die gute. Aber das war so doof, Alter. Ich fahre da hin, weißt du, und dann dieser Kumpel erzählt mir, er hat da voll die
Cash bekommen und ich dachte mir schon so, oh krass, Alter, ich krieg da 600 Mark oder was und dann sagt er da 120 Mark, also für alles. Das ist heute, keine Ahnung, ist unrealistisch eigentlich. Heute bekommst du, keine Ahnung, vielleicht 200 Euro dafür, für das ganze Pack. Wobei für die Sega Mega CD, hieß das Sega Mega CD? Ich glaube, Sega Mega CD hieß das. Das war so ein Ding, da konntest du den Mega Drive oben so einstöpseln und reinschieben. Und dann hast du da so Zugriff gehabt auf dieses CD-Laufwerk. Komplett abgefahren. Not the biggest, because new games are so long, I like to finish the game before I buy another one. Alter Otherwise, I Schwede. just wouldn't finish games. Second, to Nintendo, PlayStation would have the biggest footprint in this room. PlayStation 3, PlayStation 2 American. On the far wall, Japanese PS2. An exhausting 20 years to get a full set of PS1 Japanese games. And I've just started on PS1 US games. Krass. Ich habe damals auch auf dem Flohmarkt einen Gameboy verkauft mit vielen Spielen, wo ich mir heute denke, warum hast du das gemacht? Ne? Finally, we get to the Xbox. Aber jetzt denke ich anders darüber, jetzt verkaufe ich nichts mehr. Jetzt ist vorbei, Freunde. Ich habe, also wo ich mir eine neue PS4 Pro geholt habe, habe ich die alte PS4 Pro ungefähr für 10 Euro weniger verkauft. Weil die so laut war und ich hatte keinen Bock irgendwie die aufzumachen und dann dieses Zeug dazu wechseln, diese Paste. Das habe ich dann bei der PS4 Pro gemacht, die ich dann nachgeholt habe, weil die ist dann auch nach irgendwie einem halben Jahr so laut gewesen, Alter, dass ich fast ausgerastet wäre. Also selbst mit Headset, ja, wo ich irgendwelche Spiele gespielt habe, habe ich die noch gehört. Brutal. Ich habe meinen Gameboy weggeschmissen. Warum? Original Japanese, full set of Xbox games, and Xbox 360, one of my favorite all-time consoles. Mit Xbox habe ich gar nichts zu tun gehabt. Nie. Junge, wo hat der alle die Packung her, ey? Weil ich konnte. Ja. All the video games in this library. Weg damit. With owning many complete sets, you have to check out Game Set Complete, where we take an in-depth look at all the games on a particular console Gameboy and the hidden transparent. gems. Ja. We are moving over to the Famicom box and the Super Famicom box. 2 jewels Junge, in was ist my das denn? collection. These Japanese systems are quite rare and we will have a look at those on Noch nie gesehen, die Dinger. Well, this is over 10 meters of retro consoles, all CRTs. This is my mother's first color television set. It's a 1979 Rank Arena. It's not working at the moment. We are doing a story about this on... Alles weggeschmissen? Ja, das ist ja doof, ne? Warum schmeißt man sowas denn alles weg? Also ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich irgendwas wegschmeiße. Ich hebe irgendwie immer alles auf. Die Frage ist halt, was für ein Zustand das ist. Ich meine, wenn da irgendwie ein Auto rübergefahren ist, dann muss ich das auch nicht aufheben, ne? Story mode. One other segment on Last Gamer you must check out. This TV will be running ColecoVision, Atari, Intellivision and all those pre-19... Den alten Fernseher hat er aufgehoben, damit er die alten Systeme da noch spielen kann. Aber heute gibt es auch Adapter, oder? Für die Dinger. Der Zustand war 1A. Ja, dann schmeißt man sowas weg, ne? As you can probably see, this is running RGB SCART. That's why we've got a clear, crisp picture. And you've just got to dig these exclusive Sega speakers. You'll see them on What's in the Box Japan. Now we move over to the Nintendo section, and this has all the major Nintendo consoles. NES Top Loader, ja. Twin Famicom, Super Alte Spiele Nintendo kannst du ausspielen, stimmt. Super Famicom Japanese. Hier, das ist hier so ein krasser, ich glaube, das ist so ein Kopierding. Ich habe damals das auch gesehen, aber ich glaube, was ich mir holen wollte, das musste man hier raufstecken. Das hätte 1000 Mark gekostet. Und da konnte man dann irgendwie die N64-Spiele kopieren. N64 and the N64 DD drive. Even though there's only a few games on it, I do actually love F-Zero X on the DD. The other 2 consoles that are here are a PC Engine Duo and a Super Graphics. All the controllers for these consoles are kept in drawers underneath. Alright, so now on this beautiful Sony PVM monitor, we are running a PlayStation 1. Underneath that is a Pioneer Laser Active. After PlayStation 1, we now move over to PlayStation 2. Again, another beautiful Sony PVM monitor. Junge, was für Sony-Monitore. Sind das die Dinger, die im LAN-Geschäft waren? Also, kennt man noch von früher, ne? Also, ich kenne das von früher. Du bist irgendwie einkaufen gefahren und der erste Weg war
Also ihr habt euch getrennt, Eltern und Kinder haben sich getrennt so. Zup. Die Eltern sind einkaufen gegangen, du bist Vollgas in die Spieleabteilung gerannt, zu den Nintendo, Sega, Playstation-Kram oder auch zu Lego ab und zu. Und dann hast du da gestanden und hast gezockt. Ne? Und in diesen Ständen von diesem Playstation-Kram, da waren die Fernseher mal drin. Und das könnten natürlich die Fernseher dazu sein. Amiga und Playstation 1. Also mein Playstation 1-Spiel habe ich auch noch hinten im Regal. Playstation 2-Spiele habe ich nur ein paar, weil, ne, da war ein Chip drin. Und Amiga habe ich gar nicht. Und was ich gar nicht mehr habe, ist Super Nintendo. Der ist weg. Ich weiß gar nicht, wo der ist. Den habe ich auch irgendwie verkauft, wahrscheinlich. N64 habe ich verkauft und mein Super, sag ich schon, Sega Mega Drive, der ist auch weg. Runs a PlayStation 2 and the original Xbox. And the final CRT in this lineup is the Sony Wega. This runs all the consoles that can output component. GameCube, PS3, Xbox 360 and Wii. Now for me, the next step after CRT, well, it was Plasma. And I love my Pioneer Plasma. This is a Warum zeigt er denn jetzt seine Fernseher, Alter? 1080p screen. And it is probably one of my favorite screens in the whole house. This houses last generation and this generation. Ach ja, eine Technologie gab's noch, ne? Wie hießen die? Plasma gab's noch, ne? Plasma-Fernseher, wo sich irgendwie alles eingebrannt hat. Aber ich hatte nie einen Plasma. Mein erster Fernseher war nicht mein erster, sondern mein erster Flachbildfernseher war so ein TFT? Oder wie heißen die Dinger? Naja, egal. The final thing to show you in this room oh is mein my Gott, simulators. I love these simulators. Er hat einfach mal 4 Fernseher an der Wand, Alter, mit 4 solchen Sitzdingern. Ich hätte so ein Ding hätte ich auch gerne. Ich weiß nicht, wo ich hinstellen würde, aber so ein Ding hätte ich auch gerne. Force feedback steering wheel, Forza 3 Horizon, linked up 4 players, fun for the whole family. That concludes the retro room, and now for the final room, a replica of my childhood arcade. Welcome to Flashback. Oh mein Gott. Flashback. Alter Schwede. Ich will mal wissen, was das an Strom kostet, wenn das 1 Stunde alles an ist. So this is it, my lifelong dream to have my own childhood arcade flashback, and I absolutely love it. It turned out much better than I first. Ist das alles auf einer Etage, Alter? Das ist ja ein Riesenhaus. All up, there's about 97 machines in this room. Oh so we'll start off with one of my favorite games. Well, I'm going to say that a lot in this arcade room, and that's 720. And that's kind of why it's first when you walk in, because at Flashback 720 was kind of front and center. This is going to be. Wo hat der das alles her, Alter? Das musst du doch irgendwann bekommen, kostenlos, oder? Das kannst du doch gar nicht bezahlen. Von was denn? Currently not working. There are a few in the room that are not working, and that's the fun of it all. And that's what you've got to tune into. Insert coin. 4000 Watt. Pull apart machines and rebuild them über einem Euro. And make them museum perfect. So here's another one. A classic Atari 1983 Star Wars cockpit, needs heaps of work, and I can't wait to get into that. Star Wars Cockpit, Alter. The first video game I ever played was in the arcade. Pac-Man, well, I love Miss Pac-Man, and that is actually my favorite of the Pac-Man series. Ich frag alles. Rolling Thunder, Bad Dudes vs. Warum zahle ich 150 € im Monat Strom? Das ist die erste Frage. Dragon Ninja, APB, Zybots, Operation Wolf. These kind of games were the games. Und wie zum Teufel werde ich Millionär? Das ist die zweite Frage. Und die dritte, warum habe ich so wenig Follower? Another classic is Roblox. This is a sit-down version, and again. Und die vierte Frage, wie viel wird mir bezahlt, wenn ich einen Hot Tub Stream mache? Just oozes 1980s, and this is what I was playing at that time. We head back over to the.
Und die 5., warum macht hier keiner Clips davon? Middle to Super Sprint, which is on the back of 720 and Marble Madness. We head over here to 2 of the greats from Konami in the early 90s, and that's Teenage Mutant Ninja Turtles and Simpsons. Krass. And another classic is Dragon's Lair. I've had this for decades. Mortal Kombat. Das war auch ganz schön teuer, ne? So ein Spiel auf so einer Arcade-Dingsy. Ich weiß schon gar nicht mehr, was die 3. Frage war. Was war die 3. Frage? Ich gucke später nach. I've grouped these together because NBA Jam, Mortal Kombat, Xenophobe and Spy Hunter are all belly Noch nie ein Clip? Bei mir schon ab und We're zu. going to rush through around the outside of the room first, and this is my Neo Geo cabinet. I've had this for like 20 years. I absolutely love this cabinet. This is my Capcom upright section, and we have Ghosts and Goblins, 1943, Bionic Commando, Black Tiger, Forgotten Worlds, Ghouls and Ghosts, and Street Fighter Champion Edition. So now we swing around to the back wall, and we have so Pinball-Dinger, die finde ich auch geil, Alter. pinballs all along this wall. There's Geil. 21 of Was hat er denn so? Was war da gerade für einer? and we have pinballs all along Kann man gar nicht so gut erkennen, ne? this wall. Addams Family sehe ich hier. Indiana Jones. Das kann ich nicht. Target Zone gibt's nicht, ne? Nicht Star Wars. Space, wie hieß das andere? There's Star Trek? 21 of Den Rest kann man leider nicht so gut erkennen. Jetzt. Das sagt mir nichts. Magic irgendwas. Ist das hier Back to the Future, Alter? Zurück in die Zukunft? one more, but you know, I didn't want to make the room so big that I'm Alter, wenn ich im Lotto gewinne, dann hole ich mir zwei so eine Pinball-Automaten. Einmal Kiss, also von der Band, und einmal Zurück in die Zukunft. just filling it up for the sake of Geil. it. So it's just games I really love. You cannot have an arcade room without an air hockey table. Had hours and hours of enjoyment with the family. Air Hockey My ist auch son geil. And my wife play it constantly. Air Hockey ist I'm more nice. of a fan of 80s and 90s arcade, but when they released Outrun 2, it quickly went to my top 10 at least. I just love this game, and to have 4 of them linked up, hours of fun. And Daytona 2, these are linked up. These are full deluxe ones that actually move left and Oh, das ist ja right, auch geil, and Alter. Das the wheel bewegt sich almost sogar. rips your arm off, it's that strong. Another favorite of my son's is House of the Dead 2 and Laser Ghost. Quite the rare game, this one. It's a 3-player gun game and very ahead of its time for back in the day. Now, as you can tell, there's a lot of Sega Hat er auch ein Guitar Hero-Ding? Arcade-Automat? Wahrscheinlich nicht, ne? arcade machines in this room, and this is where all the stand-up stuff is. So these are 2 Net Cities. Ikaruga, one of my favorite shooters. Spider-Man, Crazy Taxi, Virtual Fighter 2, probably the best Virtual Fighter release. A lot of people ask why don't I just buy a main machine, but I prefer to have the real thing, what I grew up with back in the 80s and 90s. So now we're going to start in the center, and this is it. My pride and joy, probably my favorite arcade in the room, Space Harrier. This is Enduro Racer. Alter, die musst du doch erstmal da hinbekommen, ne? Die sind ja sau schwer, die Dinger. A lot of work needed. Ist ja nicht so, dass du hier sagst, hier bei Kleinanzeigen, jo, ich komm mal schnell vorbei, Alter. Mit meinem Golf 3 und dann laden wir das Ding mal hinten in den Kofferraum. On the bike, and I just can't wait to get my teeth into restoring this. Outrun, full moving deluxe with a 25-inch screen. Afterburner, another deluxe machine by Sega. Power Drift. I mean, these are the staples of Sega in my opinion. And Darius Burst would have to be one of my favorite shooters. You know, there's over 3,000 levels, and I connected it to Tato recently to get a new patch. Rare. You want to talk rare? This is Ferrari 355 Challenge Geil. 2. There was only 42 Ach made du in the world. Scheiße, This Alter. particular version, the yellow version. On the back of this is a game that has never been ported to console, another crime, and that is Scud Race. Next to Scud Race is Ferrari 355 Challenge. This is part 1 as opposed to the yellow one. And this is Virtual Racing Deluxe. An air compressor, airbag. In welchem Land ist das? Das müsste Great Britain sein. Ich weiß nicht, woher der kommt. Wir gucken gleich mal auf seinen Kanal, wenn das Video vorbei ist. Also wenn das sein Kanal ist, weiß ich nicht, aber ich gehe mal stark davon aus. Aber laut der Aussprache, also könnte natürlich auch Australien sein, aber ich glaube, das ist England. Großbritannien da, Schottland die Ecke. Three small machines from Sega, but amazing games. And finally,
a machine I have been looking for over 20 years, Quartet. Und das Video ist schon 6 Jahre alt. That concludes the tour and I hope you've enjoyed it. But this is only Hätte ruhig ein bisschen länger sein können. Vor allen Dingen die Nintendo und die PlayStation-Ecke hätte ich gerne länger Tune gesehen. in each Tuesday for Last Gamer Show and each Friday for a special episode like Ion Retro, Insert Coin and many more. Until next time, bye for now. Krass. Bye for now. Was kommt jetzt noch? Okay. Da kommen nur noch Abspann, Freunde. Ja, gutes Video auf jeden Fall. Ich habe schon ein Abo dagelassen. Wir gucken mal rein. Bei... Ja, das ist sein Kanal. Das ist sein Kanal hier. Er macht auch Vlogs und so weiter. Jetzt hat er hier irgendwie... Vlog 46, Room finished, time to go out. Okay, er baut dauernd um, Alter. Alter, was zur Hölle, ey. Ich glaube, da muss ich ja noch mal öfters reingucken. Weil das Video, was wir gerade gesehen haben, ist 6 Jahre alt und das ist zum Beispiel 1 Jahr alt. Das heißt, eventuell, vielleicht ist der auch umgezogen oder so. Also ich weiß es nicht. Ich guck mal kurz, welches das erste Video war, was wir gesehen haben gerade. Oh, guck mal, hier hat er sogar noch hier seine Hochzeit, Alter, hat er ja hochgeladen. Oh Gott, na, das muss ich jetzt nicht unbedingt sehen, ne? 5 Jahre. Vlog. Das geht auch eine halbe Stunde, ne? Ich kenne da auch ein paar YouTuber, die solche Arcade kaufen und restaurieren. Echt? Krass. Also es gibt so viele verschiedene Sachen, ne, was die Leute so machen, Alter. Aber du kannst halt nicht alles irgendwie machen. The Ultimate Playroom. Okay. Ja, ich muss da mal durchgucken, was so geil ist oder so. Also was so richtig interessant ist. Mir ist halt das nur ins Auge gesprungen. Hier, das geht über 1 Stunde. World's Largest Game Room. Wahrscheinlich ein Livestream gewesen oder sowas. Vor 7 Jahren, ey. Naja. Ich weiß gar nicht, wo das Video ist, was wir gerade gesehen haben. Das muss ja hier... Ach, hier ist es. Hier ist es. Das. Ah, hier sieht man zum Beispiel, wie er das Ding gebaut hat, glaube ich, ne? Ist leider keine Vorschau da. Gab sie früher noch nicht, die Vorschau? Ah, hier gibt's sie. Bei dem gibt's sie, bei dem passiert leider nichts. Aber ich meine, die Kohle muss ja auch irgendwo herkommen, ne? Außer er ist jetzt Chef von Sony oder so. Oder von Nintendo. Dann ist das alles, glaube ich, kein Problem. Aber die Regale hier hinten sehen zum Beispiel ziemlich leer aus. In dem Video gerade sahen die relativ voll aus. Es kann natürlich auch sein, dass er gesagt hat, okay, er verkleinert sich ein bisschen. Da muss was raus. Aber, naja, hier hat er schon auf jeden Fall wieder eingekauft. Building First Arcade Room Rewind. Alter Schwede. Also der muss echt Kohle haben, ne? Naja, gut. Auf jeden Fall gutes Video. Freunde, falls ihr das Video auf YouTube seht, gerne ein kostenloses Abo da lassen. Ein Follow und ein Like, dann sehen wir uns beim nächsten Mal.